Wem die Stunde schlägt. Der Dativ ist nicht dein Feind. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer Reise durch die deutschen Fälle. Lena, im letzten Video haben wir ja den Akkusativ als das direkte Objekt kennengelernt. Bist du bereit für den nächsten Fall? Absolut. Nominativ und Akkusativ sind klarer geworden. Ich bin sehr gespannt auf den Dativ. Man hört ja, er sei etwas knifflig. Das stimmt, der Dativ hat ein paar Eigenheiten. Aber keine Sorge, wenn man seine Rolle versteht, ist er gut zu meistern. Mit dem Dativ fragen wir, wem? Die häufigste Funktion des Dativs ist die des indirekten Objekts. Stell dir vor, jemand tut etwas. Das zielt direkt auf etwas oder jemanden. Und oft gibt es dann noch eine Person, die etwas empfängt oder für die etwas geschieht. Diese Person steht dann im Dativ. Indirektes Objekt, also der Empfänger. Wenn ich meiner Freundin ein Buch schenke, ich bin Nominativ, ein Buch ist Akkusativ und meiner Freundin ist dann Dativ, weil sie das Buch bekommt. Exakt. Perfekt hergeleitet. Schau mal hier. Ich gebe meiner Freundin, wem gebe ich? Ein Buch. Der Lehrer erklärt den Schülern, wem erklärt er? Die Regel. Ah, das macht Sinn. Die wem? Frage führt direkt zum Dativ. Und wie verändern sich da jetzt die Artikel? Sehr gute Frage. Die Artikelveränderung im Dativ ist deutlich. Stell dir hier eine Tabelle vor, vielleicht mit kleinen Symbolen. Für maskulin, für feminin, für Neutrum und für Plural. Okay, hier ist unsere Artikeltabelle für den Dativ. Im Maskulinen wird aus der, ein, dem, einem. Dem Mann. Im Femininen wird aus die, eine, der, einer. Der Frau. Im Neutrum wird aus das ein, ebenfalls dem, einem, dem Kind. Und im Plural wird aus die, keine, den, keinen. Und das Nomen bekommt oft ein N am Ende. Den Kindern. Ein kleiner Merkspruch könnte sein, dem Mann, der Frau, dem Kind, den Kindern geben wir geschwind. Das hilft vielleicht, die 4 Hauptformen im Kopf zu behalten. Der Merkspruch ist gut. Und die Tabelle mit den Symbolen macht es anschaulicher. Maskulin und Neutrum. Dativ sind also gleich. Feminin-Dativ ist der, einer. Und Plural-Dativ den, plus ein N am Nom. Gibt es bei der Pluralendung N Ausnahmen? Gut, dass du fragst. Ja, wenn das Nomen im Plural bereits auf N endet, wie bei den Frauen, oder auf S, wie bei den Autos, dann kommt natürlich kein zusätzliches N mehr dazu. Okay, das ist ein wichtiger Hinweis. Genau. Und welche Verben verlangen typischerweise ein Dativobjekt? Da gibt es eine ganze Reihe. Ein kleiner Trick. Viele Verben mit Dativ haben oft mit geben, helfen oder mit einem Effekt für eine andere Person zu tun. Also, wenn jemandem geholfen, gedankt, gratuliert oder zugehört wird. Oder wenn etwas jemandem gefällt oder schmeckt. Denk an geben, schenken, helfen, danken, gratulieren, glauben, vertrauen, folgen, gehören, gefallen, schmecken, passen, zuhören. Lena, versuch mal einen Satz. Das neue Kleid? Gefallen. Ich. Dativpronomen. Das neue Kleid gefällt mir. Genau. Gefallen braucht Dativ. Hier ist es auch wichtig, genau hinzuschauen. Manche Verben klingen ähnlich, brauchen aber unterschiedliche Fälle. Zum Beispiel, ich helfe dir, Dativ, aber ich rufe dich an, Akkusativ. Ah, das ist ein guter Punkt. Helfen mit Dativ. Anrufen mit Akkusativ. In der Tat. Nun zu den Präpositionen, die immer den Dativ verlangen. Das sind deine Dativfreunde. Aus, bei, mit, nach,
seit, von, zu, gegenüber. Okay. Aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber. Nach diesen kommt also immer der Dativ? Absolut korrekt. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Die sogenannten Wechselpräpositionen. Das sind an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen. Sie verlangen den Dativ, wenn Sie einen Ort beschreiben und auf die Frage wo antworten. Das Bild hängt an der Wand. Wo? Die Katze schläft unter dem Bett. Wo? Nur als kleiner Kontrast, damit du den Unterschied siehst. Wenn wir eine Richtung ausdrücken und wohin fragen, brauchen dieselben Präpositionen den Akkusativ. Zum Beispiel, ich hänge das Bild an die Wand. Wohin? Aber das vertiefen wir später. Also Wechselpräposition. Frage wo gleich Dativ. Der Kontrast macht es klarer. Genau. Und natürlich die Personalpronomen im Dativ. Hier wieder eine kleine Übersicht. Ich, mir. Du, dir. Er, es, ihm. Sie, Singular. Ihr. Wir, uns. Ihr, euch. Sie, Plural. Sie, formell. Ihnen, ihnen. Beispiele: Kannst du mir helfen? Ich glaube dir. Das gehört ihm. Die Formen muss man wirklich gut lernen. Ganz richtig. So, jetzt eine kleine interaktive Übung für euch zu Hause und für dich, Lena. Ich zeige euch einen Satz und ihr müsst entscheiden, ob er richtig oder falsch ist. Und wenn er falsch ist, warum? Satz: Ich gebe das Geschenk zu meiner Freundin. Richtig oder falsch? Ich glaube, der ist falsch. Zu braucht doch Dativ und meine Freundin ist hier nicht Dativ. Es müsste zu meiner Freundin heißen, oder? Achtung, genau das ist der Fehler. Zu braucht den Dativ, also muss es zu meiner Freundin heißen. Super mitgedacht. Bist du bereit für die Abschlussübung? Ich schenke. Mein Bruder. Ein Buch. Das Auto gehört. Die Frau. Wir helfen. Unsere Nachbarn. Plural. Das Bild hängt. Die Wand. Ort. Wechselpräposition. Er kommt gerade. Der Arzt. Seit. Ein Monat. Regnet es nicht mehr. Das Kind gibt. Seine Eltern. Plural. Einen Kuss. Ich schenke meinem Bruder ein Buch. Das Auto gehört der Frau. Wir helfen unseren Nachbarn. Das Bild hängt an der Wand. Er kommt gerade vom Arzt. Seit einem Monat regnet es nicht mehr. Das Kind gibt seinen Eltern einen Kuss. Lena, das ist ja sensationell. Alle richtig. Mein Lernfazit heute: Mit dem Dativ fragen wir wem. Er ist oft das indirekte Objekt. Die Artikel verändern sich deutlich. Dem Mann, der Frau, dem Kind, den Kindern. Und Nomendung n im Plural, außer bei ns. Wichtige Präpositionen mit Dativ sind aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber. Wechselpräpositionen an, auf, in verlangen den Dativ bei der Frage wo, Ort. Die Personalpronomen im Dativ muss man lernen. Mir, dir, ihm. Aufpassen bei Verben, die ähnlich klingen, aber unterschiedliche Fälle verlangen. Das hast du perfekt auf den Punkt gebracht. Du siehst, der Dativ ist zwar anspruchsvoll, aber mit Logik und Übung absolut machbar. Im nächsten Video kommt dann der letzte Fall dran. Der Genitiv. Und warum der Dativ dem Genitiv nicht nur das Wasser reicht, sondern ihn im Alltag manchmal gleich ganz verdrängt, das erfahrt ihr dann. Oh, auf den Showdown, und diese Frage freue ich mich. Der Genitiv klingt auch sehr vornehm.
Das ist er manchmal auch. Und für euch zu Hause. Versucht doch mal, einen Satz mit einem Dativobjekt und einer Dativpräposition zu bilden. Schreibt ihn uns in die Kommentare. Wir sind gespannt. Bis dann.